zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Im heutigen Video geht es um das Einbauen des RN Pro. Vor einiger Zeit hatte ich ja ein Video gemacht, dass ich mein Race Navigator getauscht habe, beziehungsweise jetzt eben umsteige vom Race Navigator One hin zum Race Navigator Pro. Und das ist jetzt eben das Anschlussvideo, wo ich zeige, wie ich das ganze System im Auto verbaue. Wie bei dem Video damals erwähnt, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die Pro-Version im Auto zu montieren. Ich habe mich dafür entschieden, jetzt hier eben eine eigene Lösung zu finden, da ich ein freies Sichtfeld wollte und die meisten Montagemöglichkeiten, die es, sage ich mal, so Plug-and-Play gibt, eben immer mit diesem Saugnapfarm funktionieren, der dann nachher in der Frontscheibe hängt, und das wollte ich nicht. Dieses Teil könnt ihr gegebenenfalls schon kennen, wenn ihr meine Videos verfolgt. Das ist der Halter, den ich für den RN1 gebaut habe, um den RN1 eben im Cupholder von meinem Auto zu platzieren. Den Halter habe ich jetzt leicht modifiziert. Ich habe hier so eine kleine Verlängerung aus dem Kamerazubehör mit eingebaut, diese Verlängerungsstrebe, und habe dann hier, das ist das Display von dem RN Pro, das Wi-Fi-Display, habe mir hier mit dem 3D-Drucker ein entsprechendes T-Stück, man kann das jetzt hier schön sehen, das ist so T-förmig, habe ich mir eben erstellt. Das habe ich hier hinten auf der Rückseite montiert und kann dann mit diesem T-Stück meinen bisherigen Cupholder-Adapter eben weiter nutzen. Bedeutet, ich werde das Display weiterhin in einem Cupholder im Auto versenken. Das sieht dann ungefähr so aus, wenn ihr euch jetzt vorstellt, hier ist der Cupholder. Ihr seht das dann später auch wirklich im finalen Zustand im Auto. Da wird das eingesetzt, das Display. Und dann habe ich hier eben die Möglichkeit, durch den Kugelkopf das in alle möglichen Richtungen zu verstellen, sodass es für mich eben im Sichtfeld gut erkennbar ist. Von vorne sieht man das dann auch. Hat man hier eben ein eigentlich gleich großes Display wie am RN1, nur dass eben das jetzt hier dieses Wi-Fi-Display von den RN Pro ist. Dann habe ich mir hier unten, das kann man jetzt gegebenenfalls auch erkennen, ein bisschen zur Seite legen, habe ich mir hier auch noch so ein Adapterstück gebaut mit dem 3D-Drucker, wo ich einerseits das Ganze an dem Gehäuse von dem Wi-Fi-Dashboard befestige und auf der anderen Seite dann meine Kamera montieren kann, denn ich werde auch weiterhin ein 2-Kamera-Layout fahren. Bedeutet, ich habe also eine Kamera, die ich jetzt hier am Display habe, das ist diese, die wird mich dann während der Fahrt filmen, und eine zweite Kamera, die ich wie bisher auch ganz normal in die Windschutzscheibe hänge, und die wird dann eben die Strecke filmen. Das sind jetzt so die groben Infos, wie gesagt, zu den Modifikationen, die ich gemacht habe. Ich blende hier auch nochmal die CAD-Modelle ein, sowohl von dem Halter für das Dashboard selber, als auch für den Halter von der Kamera. Leider ist dieser Halter für die Kamera nicht ganz so perfekt gelungen. Mich hat dann mein 3D-Drucker verlassen. Das war jetzt oder ist jetzt hier so eine Vorabversion, die passt noch nicht hundertprozentig. Da werde ich dann, wenn der neue 3D-Drucker da ist, das Ganze nochmal drucken, damit da eben, momentan ist das noch ein bisschen verspannt und auch das Versenken der Schrauben ist noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Wie gesagt, ich blende jetzt mal das CAD-Modell ein. Gedacht ist, dass die Schrauben sich komplett versenken lassen. Wie man das hier unten sieht, steht ja noch ein bisschen raus. Das werde ich dann mit dem finalen Modell anpassen und ändern. Ansonsten ist es jetzt zumindest so weit, dass ich es im Auto schon mal verbauen kann und auf dem ersten Trackday einsetzen. Das war jetzt, wie gesagt, der erste Blick. Was habe ich an Modifikationen vorgenommen, um das Display nachher ins Auto zu bringen? Jetzt habe ich ja noch diese Haupteinheit. Und die Haupteinheit muss ich auch im Auto irgendwo platzieren. Am besten in einer waagerechten Position, damit dieser G-Sensor eben einwandfrei funktioniert. Und das Problem, es gibt hier zwar jede Menge Löcher, aber es gibt eben kein, sage ich mal, universelles Befestigungsmaterial. Und in der Mitte, wie bei dem RN1, gibt es jetzt auch keinen Anschluss mehr, dass man hier irgendwie was anschrauben kann, sondern man hat nur die Möglichkeit, eben über diese Löcher zu gehen. Was ich mir da überlegt habe, ist, ich habe hier solche relativ langen Schrauben mit einem Innensechskant, und die werde ich dann hier in diese Löcher führen. Da gibt es Löcher, die haben hier innen drin so einen abgesetzten Innenrand. Da führe ich die Schrauben ein, rechts und links. Habe mir dann auch wieder mit dem 3D-Drucker hier so ein U-Profil konstruiert. In der Mitte dann die Möglichkeit, das zentral zu befestigen, sodass ich das Ganze eben verbauen kann. Und dann werde ich das so in den Fußraum auf der Beifahrerseite hängen.
Das hier ist jetzt das U-Profil. Auch hier, wie gesagt, dadurch, dass mich der 3D-Drucker verlassen hat, ist das nicht 100% so, wie ich mir das vorstelle. In der finalen Version wird es hier oben auch nochmal entsprechende Ausschnitte geben, damit sich da die Muttern und die Unterlegscheibe, da kommt dann nämlich hier so eine Unterlegscheibe und eine Mutter drauf, und in der finalen Version werden sich die eben hier drin versenken lassen. Leider, wie gesagt, hat mich da der 3D-Drucker verlassen und ich konnte die finale Version nicht mehr drucken. Zudem, man sieht das jetzt vielleicht auch ein bisschen, ist das ein klein wenig zu kurz geworden, dieses Stück. Ich kriege es jetzt zwar montiert, aber es ist eben leicht verspannt. Und das, wie gesagt, für die Erstmontage ist das jetzt okay. Da ist jetzt bald ein Trackday, da brauche ich das. Aber für die finale Version werde ich das nochmal drucken. Dann seht ihr hier in der Mitte ein Gewinde. Das ist auch das, wo ich dann nachher unten im Beifahrerfußraum das Ganze montieren werde. Da habe ich einfach aus dem Kamerazubehör hier so einen, das ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, das gehört ursprünglich zu einem Kugelkopf auch, beziehungsweise zu so einem Blitzschuhadapter. Und diese Schraube habe ich eben genommen. War ja klar, sie fällt weg. Kleinen Moment. So, diese Schraube habe ich also genommen und habe hier unten in meinem Modell eine entsprechende Aussparung vorgesehen für die Schraube, sodass diese sich hier komplett versenken lässt. Dadurch kann man diese Schraube nicht mehr verdrehen, die ist also gesichert. Und ich kann das dann auf der Beifahrerseite, zeige ich euch auch gleich, gibt es so eine Abdeckung im Fußraum. Eigentlich wollte ich es direkt unten im Fußraum reinhängen, weil ich das von meinem Mustang und meinem Camaro so kannte, dass dort unten eigentlich keine Abdeckungen sind und meistens irgendwelche Metallstreben offen liegen und man irgendwelche Löcher hat, die man weiterverwenden kann. Bei BMW ist aber die Fußraumseite auf der Beifahrerseite tatsächlich komplett verblendet mit so einer Plastikabdeckung. Das heißt, ich werde also durch diese Plastikabdeckung ein Loch bohren und dann von der anderen Seite eben hier mit dieser, auch wieder aus dem Kamerazubehör, mit so einer großen Flachmutter, auch eigentlich gedacht für einen Blitzschuhadapter oder ähnliches, werde ich das dann kontern. Hier zwischen sitzt dann also diese Abdeckung und das Gerät hängt in der Abdeckung. Jetzt, wie gesagt, zeige ich euch diese Abdeckung mal, von der ich spreche. So, hier kommt jetzt die Abdeckung. Das ist das, was sich im Beifahrerfußraum befindet. Ich zoome jetzt mal ein bisschen raus. Das ist jetzt also die Abdeckung, die sich auf der Beifahrerseite im Fußraum befindet. Das ist also so ein großes Plastikstück. Hier in der Mitte haben wir einen Anschluss für die Beleuchtung, die dann nachher den Fußraum so ein bisschen beleuchtet. Wir haben hier solche Spreiznieten drin aus Metall. Das heißt, die gehen auch Gott sei Dank nicht kaputt bei der Demontage. Und das Ganze ist im Beifahrerfußraum geschraubt und dann nochmal gesteckt. Geschraubt ist, wenn wir das Ganze umdrehen und uns das anschauen, dann haben wir hier ein Loch, wo es verschraubt wird, und wir haben hier ein Loch, wo es verschraubt wird. Ich blende euch da jetzt auch noch mal kurz den Prozess ein, wie ich das Teil demontiert habe, damit ihr das eben sehen könnt. Jetzt also kurz der Sprung ins Auto mit der Demontage. So, jetzt habt ihr also gesehen, wie ihr das Teil demontieren könnt. Ist wirklich relativ einfach. Ihr löst die beiden Schrauben, ihr fasst hier vorne an, zieht das ein bisschen nach unten und dann müsst ihr das Ganze eben vorsichtig aus dem Fußraum rausholen. Ihr müsst darauf achten, auf der zur Fahrzeuginnenseite geneigten Seite oder zur Seite, die zum Fahrzeuginneren zeigt, gibt es hier diese Nase, und die ist eben unterhalb von der Abdeckung von eurer Mittelkonsole, von eurem Mitteltunnel,
Und da müsst ihr eben beim Lösen der Verkleidung ein bisschen aufpassen, dass ihr die, wenn ihr die nach unten gezogen habt, erst so ein bisschen nach hinten schiebt, damit die Nase dort eben frei wird. Und wenn ihr es hintergeschoben habt, dann könnt ihr es eben relativ einfach entnehmen. Das heißt also nicht runterziehen und direkt versuchen rauszuziehen, dann würdet ihr diese Nase abbrechen, sondern eben runterziehen und dann das ganze Teil nach hinten, also sprich nach vorne in Richtung Motorhaube schieben. So, und wie gesagt, wenn wir uns das jetzt nochmal kurz vorstellen, diese Seite hier, das ist ja die Seite, die zum Fahrzeugtunnel oder zum Getriebetunnel zeigt. Und hier werde ich jetzt ein Loch bohren, damit ich die Schraube von meinem Halter, den ich hier habe, damit ich die hier durchführen kann und auf der anderen Seite kontern. Das heißt, der Halter, ich mache das nochmal kurz weg, der wird dann später, ich nehme auch noch mal die Schraube raus, der Halter wird dann später ungefähr hier sitzen. Dadurch ist er auch in einer nahezu komplett waagerechten Position. Und auf diesem Halter sitzt dann eben der RM Pro. Das sieht dann so aus. Das heißt, die ganzen Anschlüsse für Peripherie sind in Richtung Beifahrerseite. Da habe ich bei mir gar keinen Sitz und sehr viel Platz. Das heißt, man kommt da auch sehr leicht ran. Das war mir wichtig, dass ich das eben auch gut im Zugriff habe. Und das ist also die Idee, wie ich den RN Pro hier im Fahrzeug verbauen möchte. Und jetzt geht es eben daran, hier ein entsprechendes Loch reinzubohren und das Ganze für die Montage vorzubereiten. So, jetzt habe ich das Ganze mal umgedreht und wir sehen hier die Rückseite von dieser Plastikabdeckung. Wie gesagt, das hier, das müsst ihr euch jetzt eben vorstellen. Das ist die Seite, die zur Fahrzeugmitte zeigt, also zum Getriebetunnel. Und das ist auch die Seite, wo wir das Ganze eben befestigen werden. Und das ist, also in diese Richtung gesehen, ist sozusagen Beifahrersitz, der bei mir nicht mehr da ist, aber in diese Richtung würde der Beifahrersitz kommen. Und so werde ich dann den RN Pro befestigen. Das heißt also, dass die Anschlüsse in Richtung Fahrzeuginnenraum zeigen. Und also wenn man es richtig rum zeigt sozusagen, ich werde es ja außerhalb montieren, würde das eben so aussitzen, nur dass es unten drunter sitzt. Und wie wir hier sehen können, gibt es hier so eine Nut oder so zwei Streben, die dem Ganzen ein bisschen Steifigkeit geben. Und genau hier werde ich ein Loch bohren. Hier ist lustigerweise auch schon, ich weiß nicht, ob man das jetzt im Video erkennen kann. Ich versuche das mal zu kippen. Hier ist auch irgendwie von dem Gießprozess, wo das gegossen wurde, ist hier auch tatsächlich, ich sag mal, so ein vorbereitetes Loch. Das werde ich ausbohren. Dann habe ich den Halter ungefähr in dieser Position. Ich kann jetzt nicht direkt durch dieses Ding durchgehen, sondern ich muss es ein bisschen versetzen. Habe aber hier eben, wie gesagt, eine schöne Hilfe, um mein Loch zu bohren. Und wenn ich das Loch gebohrt habe, dann werde ich eben von der anderen Seite den Halter anbringen. Und hier auf dieser Seite passt auch diese Kontermutter, diese flache, passt hier perfekt in diesen Steg hinein. Kann das dann da also wunderbar festziehen. Und genau das werde ich jetzt machen, mein Loch markieren und das Loch bohren. Zum Bohren des Lochs nehme ich hier so einen 10er Bohrer. Das sollte eigentlich funktionieren. Den spanne ich jetzt einfach hier in meine Bohrmaschine ein. Dann nehme ich mir als Orientierungshilfe nochmal meinen Halter, um hier eben den Abstand richtig zu wählen. Hier ist es so, die Außenkante, da muss ich jetzt halt ein bisschen drauf achten. Das Gerät steht ja nicht über. Das heißt, selbst wenn ich den hier an die Kante setze, habe ich nachher noch die Möglichkeit, wunderbar die Schraube zu lösen oder zu befestigen. Das heißt, das ist kein Problem. Also ich kann hier, wie gesagt, den Halter als Anschlag nehmen und dann einfach einmal durchbohren. Durch dieses Loch hier habe ich auch automatisch eine Mittelzentrierung. Jetzt merke ich nur, das Loch ist etwas enger als mein 10er Bohrer. Das heißt, ich nehme jetzt eine etwas kleinere Variante vom Bohrer, um da einmal die Mitte vorzubohren. So, ich habe jetzt auf einen 9er Bohrer gewechselt. Und mit dem komme ich hier wunderbar durch das Loch durch. Jetzt sehe ich hier, jetzt habe ich hier auch schon so eine kleine Ecke angebohrt. Jetzt nehme ich das mal ein bisschen zur Seite. Ich mache das hier gerade nicht in der Werkstatt, deswegen ist das ein bisschen improvisiert. Das sollte aber für dieses eine Loch auch funktionieren.
Jawohl. Das müsste jetzt eigentlich als Ansatz reichen, um da durchbohren zu können. So, damit sind wir durch. Jetzt schaue ich einmal, ob ich vielleicht Glück habe und bereits meine Schraube durchbekomme. Ne, bekomme ich nicht. Ne, da muss ich dann noch einmal mit dem 10er nachbohren. Dann wechsle ich jetzt auf den 10er Bohrer. Und bohre nochmal mit dem 10er Bohrer nach. So, das müsste jetzt eigentlich passen. Jetzt kommt der Test mit der großen Schraube. Passt perfekt, lässt sich versenken. Einwandfrei. Jetzt mache ich hier ein bisschen sauber und dann probieren wir die erste Testmontage. So, das Loch ist jetzt also gebohrt. Das kann man hier gut erkennen. Jetzt drehe ich das Ganze einmal um. Hier unten haben wir jetzt auch unser Loch drin. Das befindet sich hier. Jetzt setze ich einmal meinen Halter an. Der lässt sich hier wunderbar versenken. Jetzt schaue ich mal, dass ich das für euch auch noch entsprechend scharf bekomme. So. Der lässt sich hier also wunderbar versenken. Wir sehen, wir haben immer noch die Möglichkeit, unsere Befestigungsschraube wunderbar zu montieren. Der RN Pro wird jetzt hier so leicht vor diesen Lüftungsdüsen hängen. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich nutze das Fahrzeug ja hauptsächlich auf der Rennstrecke. Das heißt, da wird, wenn überhaupt, nur kalte Luft rauskommen. Das tut dem Gerät sogar eher gut. Wird also während des Betriebs auch noch gekühlt. Problem jetzt, wie gesagt, an der Version ist es ja noch nicht die finale Version. Hier sind jetzt halt die Muttern dann nachher noch nicht versenkt. Das bedeutet, bei meiner ersten Version wird der Halter jetzt nicht hier so plan aufliegen können, ne, weil eben dann, wie gesagt, noch die Muttern dazu kommen. Das sehen wir gleich. Wenn ich irgendwann den neuen 3D-Drucker habe, werde ich das Teil nochmal drucken mit den versenkten Schrauben und dann liegt das eben final so komplett plan auf und ja, wird, denke ich, ziemlich cool aussehen und sich auch gut ins Fahrzeugbild eingliedern. Das ist wirklich ein minimaler Eingriff, dieses eine Loch, auch an einer Stelle, wo man es eigentlich nicht sieht, und bei Bedarf kann man das ja dann später auch tatsächlich nochmal zumachen, das Loch, wenn einen das irgendwann stört. Jetzt, wie gesagt, probiere ich einmal das Gerät komplett zu montieren. So, jetzt geht es also an die Montage. Das bedeutet, ich schnappe mir hier mein RN Pro, lege hier meine Strebe schon mal oben drauf, beziehungsweise führe jetzt erstmal, falsches Loch erwischt, führe jetzt erstmal die beiden Langschrauben hier durch, damit das auch, ja, wie gesagt, damit ich das auch an meiner Strebe verbinden kann oder mit meiner Strebe verbinden kann. Die habe ich jetzt hier durchgeführt und jetzt werde ich das Ganze in meine Strebe oder mit meiner Strebe verbinden. Das Verbinden mit der Strebe ist jetzt noch ein bisschen fummelig, weil eben das noch nicht die finale Version ist. Da muss ich mir jetzt ein kleines Hilfsmittel holen. Da habe ich jetzt hier so einen kleinen Stift, der es mir leichter macht, die Schrauben hier durchzudrücken. Weil, wie gesagt, in dieser Version stimmt das mit dem Abstand noch nicht hundertprozentig. Da ist das noch ein bisschen eng. Das reicht aber. Jetzt kann ich hier meine Unterlegscheibe aufsetzen. Meine Mutter anbringen. Und das jetzt eben, wie gesagt, ich habe es schon mal erwähnt, ich sage es nochmal, das ist nicht die finale Version, das ist nicht die finale Lösung, so wie ich sie mir vorgestellt habe. Das ist jetzt halt ein Zwischenschritt. Die Version bis da, wo mein 3D-Drucker kaputt ging. In der finalen Version ist das hier so, dass sich diese Mutter und auch die Unterlegscheibe versenken lassen. Das heißt, dass wir hier tatsächlich eine plane Auflagefläche bekommen. Das ist jetzt halt leider noch nicht gegeben. Das kommt dann, wenn der andere 3D-Drucker da ist. Jetzt schnappe ich mir hier
einen Imbus. Jetzt muss ich mal schnell gucken, was hier der richtige ist. So, jetzt habe ich mir hier einen 8er Schlüssel und einen 4er Hex geholt. Und mit dem werde ich das Ganze jetzt festziehen. Das ist wirklich relativ einfach. Ich mache das jetzt auch nicht übertrieben fest, einfach auch nur handfest. Und man kann schon sehen, das ist jetzt wirklich, also das ist wirklich bombenfest. Ich habe das eben hier genauso von der Größe konstruiert, dass das hier auf der flachen Seite aufliegt. Dadurch, dass diese Schraube hier mit dieser quadratischen Rückseite lässt sich perfekt versenken und ist dann auch fest. Also da bin ich wirklich sehr zufrieden damit. Jetzt nehmen wir hier unser Teil von der Verkleidung, führen hier die Schraube durch und jetzt sehen wir schon, jetzt ist das halt ein bisschen wackelig, weil das nicht komplett plan aufliegt. Wie gesagt, das ist halt ein bisschen blöd in dieser Version. Jetzt muss ich mal schauen, wie viel da Gewinde durchgeht. Es geht auf jeden Fall genug Gewinde durch, um das festziehen zu können. Jetzt werde ich es für diese Version so machen. Ich habe 2 von diesen Schrauben. Ich werde jetzt eine hier unten drunter legen, weil die dann eben ungefähr die Höhe hat von den beiden anderen Schrauben. Einfach um das ein bisschen auszugleichen, dass das nicht so sehr wackelt. Und dann werde ich jetzt hier oben drauf entsprechend kontern. Ich hole einmal die andere Mutter. So, jetzt habe ich die andere Mutter besorgt. Ich richte das hier noch ein bisschen anders aus, dass ihr das hoffentlich besser sehen könnt. Hier geht jetzt meine Schraube durch. Jetzt versuche ich das hier so flach wie möglich Das mache ich jetzt mal handfest. Und dann, wenn man sich das jetzt von vorne anschaut, ups, Moment, hier ist die Kamera, so, sorry. Wenn man sich das jetzt hier von vorne anschaut, jetzt versuche ich das noch ein bisschen schärfer zu bekommen. Dann haben wir jetzt hier eben so einen minimalen Abstand. Der wird später weg sein, dadurch hat das dann nachher nochmal mehr Stabilität. Aber ich denke, das Grundprinzip wird auch hier jetzt schon klar. Wie gesagt, das ist halt so eine Zwischenlösung für den ersten Trackday, auf dem ich bin. Aber durch das, dass wir diese Blende verwenden, haben wir eben das Gerät komplett in Waage, also sozusagen nicht schräg stehend, sondern gerade. Wir können hier die Anschlüsse wunderbar bedienen und das macht sicherlich nachher auch einen schicken Eindruck im Fußraum. Ja, also ich bin wirklich zufrieden. Wird sich natürlich zeigen, ob jetzt diese erste Version, die wie gesagt hier noch nicht so hundertprozentig ist, ob die dann nachher auch beim Trackday auch hält. Aber das fühlt sich jetzt nicht schlecht an. Also wie gesagt, es wäre natürlich mehr Stabilität da, wenn da jetzt nicht die Köpfe da aufsitzen würden, rechts und links. Aber ja, ich kann jetzt eben das nicht anders lösen momentan, weil der Drucker kaputt ist, der 3D-Drucker. Insofern das jetzt für euch zur Info, wie ich das Gerät montiere. Oder ihr habt es jetzt gesehen, jetzt packe ich das Ganze wieder ins Auto, dann seht ihr, wie das auch im Auto nachher aussieht. Und dann geht es noch an die Verkabelung und dann ist eigentlich der Einbau auch schon fertig. Das heißt, ich springe jetzt wieder rüber, wie gesagt, zum Fahrzeug, packe da alles wieder zusammen, also sprich, ich baue die Blende wieder ein und installiere die Kamera, werde mein OBD-Kabel anschließen und einmal durch den Fußraum von Fahrer zur Beifahrerseite führen, um hier meinen Strom und meine OBD-Daten zu bekommen und werde eben die Grundverkabelung machen für das Setup auf der Rennstrecke.
So, ihr habt jetzt also gesehen, wie ich alles wieder im Fahrzeug verbaut habe, sowohl die Blende als auch die Kamera, die Verkabelung für den OBD und den Stromanschluss. Ihr habt gesehen, wie ich hier mein Dashboard eben entsprechend in meinem Cupholder versenkt habe und wie ich es ausgerichtet habe. Das war jetzt also das Video, das Follow-up-Video zu dem RM Pro. Das Ding ist jetzt im Auto eingebaut und bereit für den ersten Trackday. Wie gesagt, das ist in Bezug auf den Halter hier noch eine Behelfslösung. Da werde ich auf jeden Fall nochmal nacharbeiten. Gleiches gilt für den Halter hier von der Kamera. Da werde ich auch nochmal eine andere Version bauen, die sich eben ja besser mit dem Gehäuse verbindet. Ich meine, das ist jetzt hier schon für so einen ersten Wurf gar nicht schlecht. Ich habe hier also auch darauf geachtet, dass ich wirklich die Kontur des Gehäuses nachempfinde, was gar nicht so einfach ist. Ist mir aber ganz gut gelungen am CAD-Programm. Wie gesagt, das Versenken hat hier noch nicht 100% gepasst. Da sind immer gewisse Toleranzen drin beim 3D-Drucker. Ich messe es immer original aus, also wie die Größen sind, mache dann eine minimale Toleranz drauf, also ein bisschen größer. Aber die Toleranz, die ich nehme, ist immer nicht genug. Und nachher, wenn es aus dem 3D-Drucker rauskommt, ist es meistens immer noch zu eng. Also das Loch ist nicht weit genug zum Versenken oder nicht tief genug. Aus irgendeinem Grund kriegt das der 3D-Drucker eben nicht hin, die CAD-Modelle so 1:1 umzusetzen. Und ich mache halt immer diesen etwas vorsichtigeren Prozess, immer etwas weniger Material wegnehmen und dafür muss ich halt mehrere Iterationen machen. Gut, so ist es nun mal. Nichtsdestotrotz bin ich, wie gesagt, insgesamt für den ersten Wurf sehr zufrieden. Ich werde das jetzt auf der Rennstrecke ausprobieren und hoffe, dass mir das gute Dienste leistet. Ich mache dann vielleicht noch mal ein kurzes Follow-up-Video zu der finalen Version hier von dem Halter, wie das dann nachher ist in Sachen Stabilität. Gegebenenfalls auch noch mal ein kurzes Follow-up zu dem Kamerahalter, dass ihr da einfach noch mal den letzten Stand habt und seht, wie das dann nachher final aussieht. Falls jemand von euch ein gleiches Setup fährt und vielleicht auch Interesse hat an diesem Becherhalter-Einsatz oder an anderen 3D-Druckteilen, also ich habe die CAD-Modelle, könnt mich ja einfach auf Instagram anschreiben oder mir eine E-Mail schreiben, dann sende ich euch die CAD-Modelle zu, dann könnt ihr die eben bei euch am 3D-Drucker auch ausdrucken und nutzen, falls da Interesse besteht. Das war's wie gesagt jetzt zum RM Pro. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich hoffe, es waren nützliche Informationen dabei und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao!